Essen ist ein Bedürfnis, Genießen ist eine Kunst und Gourmetküche ist ähnlich wie Gold Luxus, wenn doch ein bisschen anders. Darüber spreche ich heute mit Wolfgang Rosam, Herausgeber und Chefredakteur des Gourmet-Magazin Falstaff. Hallo. Vielen Dank, Wolfgang, dass du heute bei uns bist. Sehr gerne. Meine erste Frage, würdest du dich selbst als Genießer bezeichnen? Ja, ich glaube, das sieht man leider auch. Also ich bin etwas korpulenter und ja, ich bin ein Genießer. Ich bin seit meiner Kindheit Genießer. Also am Monatsletzten, wenn meine Eltern gesagt haben, heute müssen wir irgendwie billiger essen, habe ich gesagt, ist mir egal, ob der erste oder letzte ist, ich will mein Wiener Schnitzel. Das hat mir meine Mutter dann zumindest immer ein halbes Leben vorgehalten. Aber Spaß beiseite, ich liebe es, gut zu essen, ich liebe schöne Dinge, ich liebe schöne Weine. Ich liebe eine schöne Reise. Also alles das. Unser Genussleben ist ja auch ein bisschen mehr als nur Essen und Trinken. Aber natürlich in erster Linie denkt man bei Genuss an Essen und Trinken. Aber ja, ich bin das. Das wäre auch schon meine zweite Frage gewesen. Wie würdest du den Genuss definieren? Das ist eine gute Frage. Genuss ist eben wirklich mehr als nur Essen und Trinken. Ich glaube, ein Genießer kann auch einen Augenblick, einen Moment genießen. Ein Genießer liebt die schönen Dinge, ja. Er liebt schöne Kleidung, er liebt eine schöne Einrichtung. Also Genuss hat einfach einen positiven Anspruch und ich denke, man kann so viel unter Genuss hinein verpacken und Genießer sind einfach bessere Menschen. Der Konstantin Weck hat einmal gesagt, Menschen, die nicht genießen können, sind ungenießbar. Und das stimmt ziemlich. Also man muss vorsichtig sein, wenn man auf einen Nicht-Genießer in jederlei Hinsicht, wenn jemand sagt, ich kann überhaupt nichts genießen, will nichts, dann ist er wahrscheinlich auch wirklich ungenießbar. Das ist ein wirklich schönes Zitat, das kannte ich gar nicht, aber das werde ich mir auf jeden Fall merken. Konstantin Wecker, ja. Würdest du also dann sagen, dass Luxus und Genuss dasselbe sind oder gibt es da Unterschiede? Nein, da gibt es schon Unterschiede, weil ich glaube, dass man auch Genießer sein kann, wenn man nicht den Luxus frönt oder wenn man sich den Luxus nicht leisten kann. Ich glaube, dass jeder grundsätzlich genießen kann. Du kannst einen Augenblick genießen, du liegst dann auf einer Blumenwiese, bist verliebt, das ist vielleicht ein anderes Gefühl, aber wenn du alleine liegst, dann genießt du diesen Augenblick, ja, verweile, du bist so schön. Man kann auch ein Würstel am Würstelstand genießen. Nach Mitternacht, wenn du urhungrig bist, eine Käsekreiner am Würstelstand mit einem süßen Senf. Also wenn das kein Genuss ist, und das hat nichts mit Luxus zu tun. Natürlich verbindet man eher Genuss mit Luxus, das stimmt schon in vielerlei Hinsicht, aber es stimmt wirklich nicht, dass man nur, wenn man sich Luxus leisten kann, genießen kann. Genießen kann jeder. Ja, den Moment genießen zum Beispiel. Genau, ja. Genau. Naja, und wenn wir jetzt weitergehen, quasi wirklich auf den Luxusaspekt zu sprechen, also Gold oder Gourmetküche, was haben denn diese beiden Dinge gemeinsam in deinen Augen? Naja, Gold ist einfach eine unglaublich ästhetische Angelegenheit. Ja, das Gold hat die Menschheit seit jeher fasziniert. Dafür sind Kriege geführt worden, dafür sind Menschen gemordet worden. Gold, es gibt auch Religionsführer, die sind in Gold aufgewogen worden mit ihrem Körpergewicht. Also ich glaube, Gold ist die größte, das Metall, der Wertgegenstand, der die größte Aura überhaupt hat. Mehr vielleicht sogar noch als Diamanten. Gold ist einfach etwas, das will man haben, das will man besitzen. Das sollte man auch haben. Genauso wahrscheinlich, wie man Genuss haben sollte und genießen sollte. Also insofern ist das mit Ja zu beantworten. Es gibt eine totale Korrelation zwischen Gold und Genuss. Also Genießer lieben Gold und wer Gold hat, sollte vielleicht auch genießen. Also das heißt, Genuss und finanzielle Anlagen hat quasi auch eine große Gemeinsamkeit. Naja, in der Regel ist es, ich denke mal, wenn wir Genuss auch nicht mit Luxus gleichsetzen wollten, wie wir analysierten, ist es trotzdem so, dass ein Genießer in der Regel wahrscheinlich auch ein bisschen vermögender ist oder wohlhabender ist und in seiner Veranlagung denkt er natürlich massiv an Gold. Aber ich denke eher, wenn ich jetzt Gold und Genuss verbinde, weniger an die Veranlagung als zum Beispiel Gold als Wertgegenstand zu schenken. Ja?
im Schmuckbereich, eine goldene Uhr. Also Gold spielt ja in vielerlei Hinsicht eine Rolle. Es ist ja nicht nur der Goldbarren oder die Goldmünze. Ich weiß schon, wo wir heute sitzen, aber Gold ist eben so viel mehr und es bereichert unser Leben und wir wollen Gold besitzen. Ja, auf jeden Fall. Das ist auch schon unser Lieblingsthema, natürlich, das Thema Gold. Warum bin ich jetzt nicht überrascht? Und daher meine Frage, investierst du in Edelmetalle? Ja, absolut. Also ich investiere in Gold. Und zwar in richtiges Gold, also in physisches Gold. Ich habe keine Fonds, aber ich habe mir vor vielen, vielen Jahren habe ich mir Goldbarren gekauft und zu einem sehr guten Preis. Und die liegen jetzt zu Hause im Nein, um Safe? Gottes Willen, nein, liegen auf der Bank in einem Depot. Aber also meine Kinder zum Beispiel wollten das angreifen. Das war ganz wichtig. Also die haben das nicht geglaubt. Also ich musste mit ihnen dort ins Depot und den Goldbarren dann herausgeholt, gestreichelt, angegriffen, wow und so. Ja, sicher, okay, also wenn man es den ist schon mal wirklich hat. da. Es ist wirklich da. Ja. Physisches Gold zu besitzen ist schon was ganz Besonderes. Ja, ich denke auch, aber dazu kommen wir später. Das möchte Ja. ich nämlich noch fragen, inwiefern das ein gutes Investment ist. Aber vorher habe ich noch eine andere Frage. Aber zum Thema Investment. Was war denn, vielleicht abgesehen von Gold, dein bestes Investment bisher? Oder war es Gold? Dann darfst du das natürlich sagen. Gold war insofern ein gutes Investment, weil es hat sich definitiv verdoppelt. Also was ich seinerzeit bezahlt habe und was es heute wert ist. Mein allerbestes Investment, leider habe ich viel zu wenig davon gekauft, war beim Börsegang von Amazon. Habe ich um 10.000 Euro Amazon-Aktien gekauft und der Kurs war damals $11. $11 und verkauft habe ich es bei $3.000. Und mein Sohn sagt mir immer, wenn wir über Geld diskutieren, warum hast du nicht um 100.000 gekauft oder um 20.000, wenn um 15.000, ja mein Gott, das weißt du alles nicht. Das war damals auch schon viel Geld. Ja. Und der Punkt ist aber, ich glaube, man muss frühzeitig, wenn man an etwas glaubt, dass das eine Wertsteigerung erfahren könnte, ganz, ganz frühzeitig einsteigen. Und da muss man halt auch ein bisschen Risiko haben. Ja, das wollte ich gerade sagen. Es ist halt immer ein bisschen risky, aber trotzdem damals schon so sehr dran zu glauben, ist natürlich auch ein guter Richter gewesen. Also es hätte ja auch nicht klappen können. Also natürlich nicht so erfolgreich werden. Also ganz überzeugt war ich ja doch nicht, deshalb habe ich nur so wenig gekauft. Nur so wenig, aber wäre ich mehr überzeugt gewesen, heute ist es auch leichter, Amazon, das war ja damals nichts. Ja. Das war halt der Versandhandel wie Otto Versand oder so. Na, was wird das schon sein? Dass das heute das größte Warenhaus der Welt ist, virtuell hat man damals nicht ahnen können. Das hätte es auch mehr als $11 gekostet. Vermutlich. Ich habe es am Anfang auch nicht ganz verstanden, weil ich mir gedacht habe, was gibt es jetzt schon so oft, warum ein weiteres mehr. Aber naja, allein in den letzten 2 Jahren ist ja der Aktienkurs durch die Decke gegangen. Ja, bei Gold ist es ja durchaus auch, ich meine, wer frühzeitig Gold gekauft hat, ich glaube, dass es jetzt immer noch gut ist, Gold zu kaufen, weil wenn wir uns die Inflation anschauen derzeit, die volatilen Märkte, die Börsen, die verrückt spielen, sind es wieder mal ein bisschen oben, dann sind es wieder ganz unten und so weiter, niemand weiß das. Ja? Und Gold ist schon etwas Beständiges und vor allem in der langen Sicht hat Gold ja nie massiv verloren. Und ich denke, dass jetzt auch noch etliches an Luft nach oben ist. Und wenn ich das fragen darf, falls du es mir verratest, was war denn im Gegensatz dazu dein schlechtestes Investment? Ja, das kann ich auch sagen. Mein schlechtestes Investment war Wirecard, weil ich zufällig den Gründer gekannt habe. Eine furchtbare Geschichte. Und mir nie vorstellen könnte, was das für ein Superflop und für eine Kriminalgeschichte wird, das konnte man nicht wissen. Ja? Oder man könnte hinten nach sagen, ja, das haben ja viele gewarnt und so weiter. Nein, das war schlecht. Und da habe ich definitiv zu viele Aktien gekauft und viel zu spät verkauft und da habe ich echt Geld verloren. Aber ich glaube, wer noch nie Geld verloren hat, lügt. Ja? Also das gibt es gar nicht. Also man hat immer Tops und Flops. Also ich kenne niemanden, der nur Tops hat. Sogar der Warren Buffett, einer der reichsten Menschen der Welt, hat derzeit, weiß ich nicht wie viele Milliarden verloren. Kratzt ihn zwar nicht viel bei den vielen, die er hat, aber das gehört zum Spiel dazu. Ja. Das ist bei Gold wahrscheinlich nicht so sehr. Also bei Aktien kannst du schon auch einen Totalverlust haben. Bei Gold hast du keinen Totalverlust. Ja, aber durch solche Totalverluste lernt man vielleicht auch. Also das ist ja auch alles ein Lernprozess. Absolut. Durch wenn man gut wird bei Investments, schätze ich mal,
durch den man gehen muss. Ja, und ich meine, das chinesische Sprichwort Lao Tse, glaube ich, hat das gesagt, du lernst ja nur durch deine Niederlagen. Und du kannst auch hinfallen. Das Wichtigste ist, dass du schnell wieder aufstehst und dass du dann dein Learning hast. Aus deinen Niederlagen lernst du auch am meisten, immer im Leben. Ja, ich sage immer, sometimes you win and sometimes you learn. Absolut. Und was wäre denn jetzt dein bester Tipp für mich, wenn ich jetzt am Beginn meiner Investmentkarriere nach einem Tipp fragen würde? Nun gut, ich bin jetzt kein Investmentbanker, kein Anlageberater, aber aus meiner persönlichen Erfahrung, mit dem ich eigentlich ganz gut gefahren bin, würde ich immer einen Mix wählen. Also ich würde nicht monothematisch veranlagen, also ich würde nicht nur Aktien oder auch nicht nur Gold oder nur Bargeld womöglich oder nur Immobilien, sondern es macht den Mix aus. Ja? Und also je nachdem, wie viel man sich leisten kann, aber ein bisschen Aktien, ein bisschen Bargeld und sicher auch Gold. Wenn es sich ausgeht, auch Immobilien. Also diese 3, 4 Veranlagungsformen, da fährt man sicher gut. Und einmal ist das eine oben, dann ist das andere unten und umgekehrt. Also das ist dann nicht so schlimm. Aber der Mix ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man den berücksichtigt. Ich habe es ja vorhin schon ganz kurz angeschnitten. Ich werde die Frage stellen und jetzt kommt sie. Ist denn jetzt Gold ein gutes Investment? Und wenn nicht, was ist eine gute Zukunftsvorsorge? Ja, Gold ist einfach ein gutes Investment. Also für mich war es ein gutes Investment, sagte ich schon. Und ich würde auch weiter in Gold investieren. Ich kann das auch jedem nur empfehlen, weil ich eben glaube, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange sind. Wir sind jetzt, glaube ich, bei $1800 oder so, irgendwie etwa 1780 oder so. Das kann 2500, $3000, ich glaube, locker noch drinnen. Kommt wirklich von der Wirtschaftslage ab und hängt davon ab. Also ich würde jederzeit in Gold wieder investieren und ich kann das nur jedem empfehlen. Nicht ausschließlich, nicht alles, aber einen großen Teil. Das heißt, du würdest sagen, dass Gold ein erfolgreiches Investment von dir war? Ja, in jedem Fall. Also wie gesagt, ich hab mein Investment verdoppelt, bin sehr happy damit und ich denke auch nicht, das zu veräußern. Aber ja, ich bin ja hier auch in meinem goldenen Haus. Und was mir hier auch gefällt, es gibt eben hier wirklich physisches Gold und ich glaube, es schafft auch eine Beruhigung. Ich glaube, Gold zu besitzen hat auch eine ganz starke emotionale Kraft. Du hast etwas, was du angreifen kannst, das du vielleicht sogar zärtlich berühren kannst und so. Also das ist anders als Fonds, Aktienfonds oder virtuelle Werte. Ja, ich weiß noch, meine ersten echt goldenen Ketten, die hatten einen ganz anderen Wert für mich als Ketten, die nur nach Gold aussahen. Ja. Also das war, das trägt sich anders, Absolut. Man trägt es anders. Ja. Also es ist einfach wirklich ein Unterschied. Ja. Und wie würdest du Erfolg abseits von Investments definieren? Was macht Erfolg für dich aus? Was macht Erfolg für jemanden aus? Ja, ich glaube, Erfolg ist eben nicht nur materiell zu sehen. Erfolg ist natürlich auch ideell zu sehen. Also wenn du ein tolles Familienleben hast, bist du auch erfolgreich privat. Ja? Also man ist nicht erfolgreich, wenn man 4 Ehen hinter sich hat und die Kinder mit den Eltern nicht mehr reden. Also das ist nicht unbedingt eine Erfolgsstory. Erfolgreich ist man auch, wenn man in der Gesellschaft einfach angesehen und beliebt ist. Auch das, den Freundeskreis. Ich glaube, Freunde sind wahnsinnig wichtig für uns alle. Ja? Man muss jetzt nicht hunderte Freunde haben, aber ein paar Freunde, ein paar gute Freunde, die mehr als über den Bekanntheitsgrad hinausgehen, die sollte man haben und die geben dir auch viel im Leben zurück, was du ihnen vielleicht auch vorher gegeben hast. Und natürlich letztendlich der berufliche Erfolg, der wieder mit dem materiellen Erfolg zusammenhängt. Und man muss jetzt nicht Millionär sein, um erfolgreich zu sein. Viele Menschen können erfolgreich sein. Es gibt Erfinder, die sind erfolgreich, haben zwar nie das monetarisiert bekommen, aber sie sind in die Geschichte eingegangen. Ja. Also Erfolg ist etwas, nach dem man streben sollte. Erfolg ist etwas Positives. Erfolg animiert uns, weiterzumachen. Also Erfolg ist nichts, was man ablehnen sollte. Es gibt ja Leute, die nicht so erfolgreich sind, die sagen, ich brauche das alles nicht. Ja? Also ich finde das furchtbar. Ich finde, Erfolg sollte man anstreben in jeder Phase des Lebens. Ja. Ja, da fällt mir wieder ein gutes Sprichwort ein. Wer aufgehört hat, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Absolut, ja. Und das finde ich auch, also es ist quasi deiner Meinung nach ein Mix aus vielerlei Hinsicht, also aus vielerlei Dingen, aus dem Privatleben, aus dem beruflichen Leben, wahrscheinlich auch gesund zu sein, also den Erfolg, vielleicht den Körper zu
zu verbessern oder gesund zu halten? Ja, ich glaube, dass der Erfolg dir auch hilft, wenn du ihn auf breiten oder vielerlei Ebenen hast, deine Gesundheit zu erhalten. Ja, man sagt ja auch zum Beispiel, Krebs ist eine Krankheit der Seele. Also wenn du permanent Misserfolg hast und das oder zumindest auch so empfindest, dann schlägt sich das aufs Gemüt, auf deinen Magen, auf deinen Darm und dann bist du im wichtigsten Zentrum unseres Körpers und dann ist das Immunsystem vielleicht angeschlagen und dann kann schon Schlimmes passieren. Also ich glaube, dass das wirklich eine ganzheitliche Betrachtung bedarf. Erfolg, psychologisch und auch deine persönliche Gesundheit. Und ich denke, ja, Erfolg ist etwas Schönes, etwas Wichtiges, etwas Gutes. Und jeder kann erfolgreich sein. Jeder. Schön gesagt. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zum Thema Genuss, bei dem wir am Anfang waren. Du hast vorhin schon angesprochen, du magst guten Wein. Welchen Wein würdest du dann mit einer Goldmedaille auszeichnen können, wenn du das kannst? Oh, das sind viele. Das tun wir auch bei Falstaff. Ich weiß, das wollte ich jetzt. Falstaff hat jetzt ein 100-Punkte-System. Wir vergeben zwar keine Goldmedaillen, aber 100 Punkte sind natürlich die Super-Goldmedaille. Und wir haben etliche 100-Punkte-Weine schon ausgezeichnet. Und ich habe natürlich meine ganz spezielle Vorliebe. Ich liebe Rotwein. Ich liebe unter den Rotwein am liebsten Bordeaux. Also jene Region in Frankreich, die auch die größte Weinbauregion in Frankreich ist und halt sehr spezielle, tolle Weine hervorbringt. Was ich gelernt habe, ist, dass der teuerste Wein nicht immer der beste sein muss oder oft sogar nicht ist. Ich habe einen Freund, der ist in der Schweiz so ein Master of Wein, ein ganz berühmter Weinmensch. Und der macht sich immer einen Spaß draus, wenn wir essen gehen, er stellt mir 3 Weine hin, einen 40-Franken-Wein, einen 100-Franken-Wein und einen 500-Franken-Wein. Und der noch nie gewonnen hat, war der 500-Franken-Wein. Meistens gewinnt sogar der 40-Franken-Wein. Also das heißt, Gutes muss nicht teuer sein. Und verdient womöglich auch eine Goldmedaille. Da möchte ich auch jeden Mut machen, sich selbst einfach mit Genussmitteln wie einem schönen Wein auseinanderzusetzen. Und vielleicht ist es sogar ein gutes Spiel, wenn jeder dann seinem Lieblingswein die Goldmedaille verleiht. Also ich würde es vielen Weinen mittlerweile verleihen. Ja, man zahlt vielleicht auch selbst bei Weinen manchmal für den Namen, oder? Natürlich, ja. Das ist ganz richtig. Also es gibt ja zum Beispiel in China gibt es mehr Lafite Rothschild, ein extrem teurer Wein des Jahrganges 82, als jemals am Weingut in Frankreich, am Chateau, abgefüllt wurden. Also es wird unglaublich viel gefälscht. Jetzt kann man sagen, die merken das nicht. Nein, sie merken es nicht. Einerseits empfiehlt ihnen ein Enzym, also tatsächlich. Und andererseits haben sie natürlich keine Ahnung, wie jetzt ein 82er Lafite Rothschild schmeckt. Das haben die meisten nicht. Wer trinkt das schon jeden Tag? Die Flasche kostet 2.000 € oder so. Ja? Und das heißt also, das sind reine Labeltrinker. Also im asiatischen Raum will man zeigen, dass eine Flasche Petrus oder eine Flasche Lafite Rothschild, der kostet 1.000, 2.000 oder noch mehr Euro oder Dollar und das ist sozusagen die Ehrerbietung gegenüber dem Gast. Schau her, was ich für dich ausgebe. Also eigentlich nicht etwas sehr Erstrebenswertes im gesellschaftlichen Umgang, das man haben sollte, aber das passiert dort eben so und das passiert leider Gottes generell. Oft so. Wenn du in einem Club bist irgendwo und es ist Sommer, da muss eine große Champagnerflasche her, dann kommt oben der Spritzer drauf und alle schreien und die Musik wird lauter und in Wirklichkeit ist es völlig egal, wie das schmeckt. Es geht um die Flasche, es geht um den Preis, schau her, ich kann mir das leisten. Das kann man nicht verhindern, das hat viel mit Statussymbolen zu tun und natürlich ist man auch beim Weintrinken oft ein Labeltrinker. Bin ich auch, ja. Wenn ich einen meiner Lieblingsweine aus Bordeaux und ich weiß, der ist besonders wertvoll, dann habe ich schon irgendwie das Animo, der muss jetzt aber gut sein. Ja? Dann gibt man gar nicht so gern zu, dass er nicht so gut ist. Vielleicht im Nachgang dann. Ja, oder blindverkosten. Ja, man muss ihn noch ein bisschen atmen lassen. Ja, genau. Ja. Hat man alle möglichen Ausreden, ja. Na gut, und wenn wir jetzt doch noch mal zum Gold zurückkommen, persönlich, was ist dein liebstes Goldstück? Hast du mir vielleicht was mitgebracht? Ja, ich habe was mitgebracht. Weil ich habe sogar in einem Etui das Ganze. Also ich habe zwar heute nicht die Kleidung dazu, es sind Manschettenknöpfe. Ich liebe Manschettenknöpfe. Oh. Und das sind Manschettenknöpfe in Rotgold. Die hat ein Goldschmied in Wien gemacht, auf Bestellung meiner Kinder. Und die haben mir das zu Weihnachten geschenkt. Ich habe 2 Kinder, Maxi und Leni, und jeder hat sich sozusagen ein Stück ausgesucht und man braucht ja auch 2.
Und das ist mit Abstand sind das meine Lieblingsmanschettenknöpfe. Und ja, sie haben auch so einen ganz besonderen Schimmer, weil das ist irgendwie so mit Hohlräumen gearbeitet. Also man glaubt, da drin sind irgendwelche Brillanten, sind sie aber nicht, das ist nur Gold. Und das sind kleine Pilze? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe noch nie mich damit auseinandergesetzt, was sie eigentlich darstellen. Es könnten Pilze sein, es könnte ja auch irgendeine... Marienkäfer? Ja. Aber da fehlt der Kopf. Ja, ich glaube, es ist einfach eine Fantasie. Es hat keine konkrete Blume oder etwas aus der Tierwelt als Vorbild. Ein guter Effekt. Ja. Sehr, sehr schön, wirklich. Gefällt mir gut. Ja. Finde ich auch, also quasi mit der ganzen Hintergrundgeschichte und so, wird das noch ein bisschen süßer. Ja. Es sind ja immer die persönlichen Geschichten am Ende, auch bei jeglichen Schmuckstücken und so. Es zählt am Ende wahrscheinlich, oder es ist einem am Ende nicht das Teuerste, das Wertvollste. Also Wert und Preis sind ja immer unterschiedliche Dinge. Genau. Und es sind meistens nicht die teuersten Sachen, die einem persönlich am wertvollsten sind, sondern einfach die Geschichte. Genau. Wenn du eine Uhr von deinem Vater vererbt hast und der hat schon einen Großvater gehabt und es ist jetzt zwar gar keine wertvolle Uhr, aber natürlich ideell ist es ein ganz wertvolles Stück und ein Erbstück oder es gibt einen besonderen Anlass, wo man sich das geleistet hat oder von seinem ersten Gehalt hat man sich irgendwas gekauft. Also wir sind ja da Gott sei Dank alle ein bisschen sentimental. Ist auch schön, sollte man auch nicht verlieren im Leben, weil es auch wichtig ist für spätere Empathie und so weiter, auch andere besser zu verstehen. Also man sollte das zulassen und ich finde, aber es hat eben immer mit Gold zu tun. Das ist schon irgendwie faszinierend. Ja? Es ist meistens, man muss nicht lange nachdenken, ist das Ding jetzt ein Goldstück? Ist es, wenn du gefragt hättest, was ist dein liebstes Stück, bring irgendwas mit, wahrscheinlich wären es auch die Manschettenknöpfe aus Gold gewesen. Also das ist doch, für mich ist Gold wirklich eine unglaubliche Faszination und etwas, das ich nie in meinem Leben missen möchte. Das hat jetzt nichts mit Gier zu tun. Nein, das muss es ja. Also es ist auch ästhetisch, ja. Gold ist einfach eine unglaubliche Ästhetik. Und wenn wir jetzt beim Gold bleiben, aber weggehen von dem materiellen Gold, was war denn der goldenste Moment in deinem Leben? Ja, das ist relativ leicht, die Geburt meiner Kinder. Meine Kinder sind jetzt 13, also 14 und 17. Und ich habe sie in zweiter Ehe bekommen. In erster Ehe hatte ich keine Kinder, hat gar nicht mehr gedacht, ich bekomme noch Kinder. Ich war 15 Jahre in erster Ehe verheiratet und dann gab es halt 2 Dackeln, ja. Also so ein bisschen, der Hund war da, aber die Kinder nicht. Und dann verabschiedest du dich irgendwie von dem Gedanken und dann gehst du doch in ein neues Leben, eine neue Ära und plötzlich kommen Kinder auf die Welt. Und das ist natürlich eine unglaubliche Sequenz. Und der Moment der Geburt ist auch in der retrospektiven Betrachtung das Größte, weil es jetzt das größte Wunder ist. Kinder sind einfach fantastisch. Jeder muss glücklich sein, wenn er sie hat. Schön. Vielen Dank für das nette Gespräch. Sehr gerne. Und vielen Dank fürs Vorbeikommen. Dankeschön. Alles Gute. Und wir sehen uns zum nächsten Mal.